Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über die Zitate und Sprüche. In diesem Video geht es um 15 Zitate, die ich herausgesucht habe aus der Verssammlung Bescheidenheit, die man als Begriff eigentlich im normalen Sprachgebrauch kennt. Was ist Bescheidenheit? Das ist eine Sammlung von 4700 Versen, bezogen auf den Dichter Freydank, den viele vom Namen her vielleicht gar nicht kennen. Das war ein Dichter, vermutlich im 13. Jahrhundert. Genaue Daten hat man nicht. Und wenn man sich das erste Zitat anschaut, neue Besen kehren gut, dann werden viele sagen, okay, Freydank kenne ich vielleicht nicht, aber diesen Spruch habe ich schon so oft gehört und vielleicht sogar selbst gesprochen. Und das könnte eigentlich eine Redewendung sein oder auch ein Sprichwort. Und in einschlägigen Büchern wird man es vielleicht auch als solches finden, ist aber ein Zitat aus dieser Sammlung. Wenn der Tor seinen Brei nur hat, was kümmert ihn dann Kirch und Staat? Ist auch so ein typischer Vers aus dieser Sammlung, wo es darum geht, wenn es dir gut geht, dann wirst du nicht von der Kirche Unterstützung brauchen und dann interessiert dich eigentlich auch nicht, was im Staat los ist. Das ist aber durchaus ein Spruch, der jetzt sehr alt schon ist, aber weiterhin Gültigkeit hat. Wer sich vom Wolfe Rat lässt geben, dessen Schafen geht es ans Leben. An der Rede erkenne ich Toren, den Esel kenne ich an den Ohren. Ist eine Aussage, die man auch heute, vielleicht sogar heute noch mehr, als gültig ansehen kann, wenn man die schönen Reden in der Politik vernimmt und in Wirklichkeit erkennt, was dahinter steht und wie ehrlich oder unehrlich es gemeint ist. Wer nicht weise reden kann, der schweige und heiße ein weiser Mann. Das ist sehr interessant, weil gerade in den sozialen Medien ist der Begriff vom weisen Mann und vom alten weißen Mann häufig Thema und in Wirklichkeit hat man Zitate aus dem 13. Jahrhundert, die sich auch schon in diese Richtung bewegt haben. Die Tränen bald getrocknet sind, die eines reichen Mannes Kind weinet an des Vaters Grab. Wenn du also genug Geld hast, dann bist du zwar traurig, dass der Vater gestorben ist, aber Sorgen musst du dir nicht wirklich machen. Maßlose Eile Schaden tut, maßvolle Weile, die ist gut. Das könnte auch ein Spruch vom nächsten Sonntag sein. Der Schmeichler ist dem Herrn lieb, doch stiehlt er die Ehre ihm wie ein Dieb. Also man erkennt an diesen Versen, das sind Jahrhunderte alte Sprüche, aber die könnten auch gestern geschrieben worden sein. Es ist betrogen deren Mut, die sich selber dünken gut. Häufig thematisiert Freydank in seinen Texten die Selbstdarstellung. Das ist uns jetzt schon mehrfach aufgefallen. Schauen wir uns das nächste Zitat an. Wir gefallen alle uns selber wohl, drum ist das Land von Toren voll. Das ist genau das gleiche Thema, wie man sich selbst beurteilt und dass man das kritischer ansehen sollte, als es die meisten Menschen machen. Wer um alle Dinge sorgen will, den erwartet Leides viel. Könnte man auch umschreiben mit, man kann nicht alle Probleme der Welt lösen. Aber es gibt erfreulicherweise viele Menschen, die das versuchen, nur es funktioniert halt nicht. Weibern und dem Spiel zuliebe wurde mancher Mann zum Diebe. Auch das ist weiterhin gültig.
Da muss man jetzt nicht unbedingt die Spielsucht hineinnehmen, aber die passt natürlich da auch. Wer wähnet, dass er weise sei, dem wohnt ein Tor gar nahe bei. So guten Bogen gibt es nicht, überspannt, nicht zerbricht. Kann man auch übersetzen mit übertreibe es einfach nicht. Es hat jeder seine Grenzen. Und dann haben wir das 15. Zitat: Genug ist besser als zu viel. Auch das ist ein Spruch, den man kennt, der aus verschiedenster Situation heraus verwendet wird und der auch aus dieser Sammlung stammt und in der Gegenwart genauso seine Daseinsberechtigung hat wie damals. Wenn die Leute nicht immer nur hetzen würden und noch mehr und noch mehr und noch mehr, dann wären sie glücklicher. Und das waren jetzt 15 Verse aus der Sammlung, die insgesamt 4700 Verse beinhaltet. Und es ist sehr interessant, dass eigentlich kein einziger dieser Vers heute nicht mehr Thema ist. Man hat heute vielleicht keine Schafe, aber man hat den persönlichen Erfolg oder die eigene Familie. Und Freidank wird man in Büchern zu Zitate immer wieder finden, mal mit dem Hinweis auf Bescheidenheit, mal nur seinen Namen, aber in Wirklichkeit die Quelle ist fast immer diese Sammlung. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant und ein paar waren vielleicht nicht bekannt. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.